Mein Name ist Silvan Klautrath. Ich bin durch ganz Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee die ehemalige CEO von TLGG Frenzy Kühne und die neue CEO Stefanie Lüdecke. Ich habe ziemlich lange für amerikanische Konzerne gearbeitet und da ist es sehr typisch, dass es eine Zero-Tolerance-Policy gibt gegen ganz unterschiedlichste Dinge. Also wenn irgendwie unangenehme Dinge am Arbeitsplatz gesagt werden, man kriegt sogar mit, also auch viel in den Medien, dass viele Sachen, die nicht okay sind, passieren, Leute dann auch wirklich gehen müssen, Top-Manager aus großen, sowohl Startups als auch Konzernen. Und das ist ziemlich präsent in Amerika. Ich kriege das hier in Deutschland nicht so mit. Also ist das bei uns weniger ein Problem oder ist einfach nur die Presse vielleicht nicht so stark? Ich habe da kein Gefühl für. Was ist euer Eindruck? Also vielleicht lebe ich da in so einer Bubble, aber ich habe das Gefühl, dass es ein sehr, sehr großes Thema ist. Nicht zuletzt wegen Quoten oder einer MeToo-Debatte, sondern ich hab wirklich das Gefühl, dass es in meinem Umfeld sehr, sehr präsentes Thema ist, über genau solche Sachen zu reden. Deswegen, ich kann das gar nicht teilen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich muss sagen, also ich finde es wichtig, eine Zero-Tolerance-Politik zu fahren. Die Themen finden schon statt. Ich nehme die auch abgeschwächt wahr hier bei uns, was einfach weniger Öffentlichkeit, weniger Medieninteresse. Ich muss ja auch sagen, dass so wie wir es aus Amerika kennen, das ja auch seine negativen Stilblüten schlägt. Dass eben nicht nur einfach man vorsichtig in Situationen umgeht und antizipiert, wie das für den anderen wirken kann, das sind die positiven Aspekte, sondern auch irgendwie gerade, wenn wir auf diese Männer-Frauen-Thematik gucken, ja, also da, wo irgendwie der Mann sich nicht mehr traut, zu einer Frau in den Fahrstuhl zu steigen, da fängt es natürlich an, absurd zu werden. Und da ist mein Gefühl, dass wir in Deutschland einen etwas gemäßigteren Umgang damit haben, weil eben Themen nicht so stark an den Pranger gestellt werden, sondern man eher wirklich wertebasiert guckt, was ist okay, wie geht man miteinander um. Halte ich das für ein geringeres Problem in der Wahrnehmung und dementsprechend weniger ängstlich gehen die jeweiligen Parteien damit um. Aber Thema, wie man sich richtig im Unternehmen verhält und was okay ist und was nicht okay ist, das sehe ich hier schon auch als ein wichtiges an und ich glaube, das findet in Unternehmen auch durchaus statt. Aber trotzdem ist die Verunsicherung von Männern gerade sehr spürbar. Mit deinem Fahrstuhlbeispiel oder wenn sich Männer auf einer Veranstaltung bei mir entschuldigen, dass sie einen Anzug anhaben. Das ist sowas ja auch so in so eine Richtung, weil sie fühlen sich verkleidet da drin und deswegen, da kam einer zu mir und sagte, ja eigentlich habe ich auch nicht gerne einen Anzug an, sondern rutsch lieber Regenrinnen runter in normalen Sachen. Und dann denke ich mir, warum zieht er solche Sachen dann an zu einer Veranstaltung, in der er sich gar nicht wohlfühlt und warum müssen sich Männer verkleiden und diese ganze Diskussion auch mit Tür aufhalten und darf man das heute noch, dass ich sowas gefragt werde, ist schon komisch. Ja, und ich war ja auch so mal überlegen, als ich die Frage gerade stellte, ist das eine Sache, dass die Presse in Amerika schärfer ist und man deswegen einfach mehr mitbekommt oder sind da einfach die Situationen volatiler, dass vielleicht noch mehr Kulturen auch zusammenleben in Amerika und deswegen man diese Distanz auch braucht, ne? Dass das noch stärker gelebt wird. Habe ich keine abschließende Meinung zu. Aber auf jeden Fall finde ich, gibt es sehr viele, in der Presse sehr viele Beispiele in letzter Zeit, dass Leute auch gehen mussten wirklich und Klagen dann anhängig sind eben gerade. Vielleicht ein kleiner Schwenk, anderer Gedanke, was ich ganz spannend finde in Deutschland. Wir haben in Deutschland sehr viel weibliche politische Führung, was, glaube ich, großartig ist. Man vergisst manchmal eigentlich, dass fast in jeder Partei eben gerade an der Spitze eine Frau mit dabei ist. Ich habe das Gefühl, das ist in der Politik so momentan. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass das in der Privatwirtschaft überall so ist. Ist das typisch, dass die Politik schneller ist als die Privatwirtschaft? In diesem konkreten Fall scheint es tatsächlich so zu sein. Also in der Wahrnehmung nehme ich in der Politik viele Frauen jetzt gut wahr und sie werden sichtbar und das ist extrem positiv. Besonders, weil es nicht darum geht zu sagen, ist es jetzt eine Frau oder ein Mann und es sind jetzt die Frauen am Drücker, sondern dass sich ja auch viele so Duos bilden, irgendwie, wo man merkt, aha, hier arbeiten irgendwie die Teams aus Männern und Frauen sehr vertrauensvoll miteinander zusammen. Und das ist sicherlich wünschenswert, dass das in der Privatwirtschaft auch die Normalität wird. Und da bin ich ganz froh, dass wir schon mal irgendwie an dieser Spitze der Bewegung mit teilnehmen dürfen, irgendwie, indem wir gut aufgestellt sind an unserer Spitze.
Aber am Ende des Tages ist es an der Stelle, glaube ich, wirklich wichtig, dass Frauen auch Frauen nachholen. Ne? Also das sozusagen ist etwas, was vielleicht ein bisschen verpönt ist, weil man irgendwie sagt, als Frau muss ich hier irgendwie auch tapfer irgendwie die Entscheidung treffen und immer nach Leistung irgendwie vorgehen, irgendwie, aber auch anderen Frauen, die nachrücken, einfach Chancen zu geben und sie zu ermutigen. Das ist sicherlich ein Thema, was uns in der Privatwirtschaft vielleicht noch ein bisschen bevorsteht, wo wir einfach als Frauen, die selber in Führungspositionen sind, das einfach stärker auch unterstützen sollten. Ja, was ganz spannend ist zu dem, was wir vorhin besprochen haben, dass es bei euch ja keine bewusste Entscheidung war, dass es eine weibliche Nachfolge gibt, aber irgendwie hat es ja eine Relevanz. Ich bin auch hin und her gerissen. Es hat ja, weil es immer noch schwieriger ist, an verschiedenen Stellen, eben gerade in die Boys Clubs irgendwie mit reinzukommen, muss man ja etwas zusätzlich tun, damit sich das verändert. Gleichzeitig sagt man aber, okay, es ist halt irgendwie performanceabhängig. Also es geht letztendlich ja auch um Sichtbarkeit und wenn sich Kinder heute gar nicht mehr vorstellen können, dass wir einen Kanzler haben und keine Kanzlerin, ist es ja schon so ein Bild, was geprägt wird und ein Frauenbild, was geprägt wird, was gar nicht schlecht ist. Also wir haben bei TLGG das paritätische Panel-Prinzip, weil eben auf Panels, auf Podien immer nur Männer sitzen, die zu Zukunftsthemen reden und letztendlich prägt es dann auch ein Bild, was das Publikum wieder aufnimmt, dass Männer für die Zukunftsthemen stehen. Aber genauso müssen dort Frauen sitzen, die eben zu solchen Themen reden, um dieses gesellschaftliche Bild zu verändern. Und das tut die Politik gerade ziemlich gut, obwohl ich glaube, dass dort so auf unteren Ebenen, da sitzen trotzdem nur Männer. Also auch da wird sich nicht so viel getan haben, denn den Hans-Kreislauf haben wir trotzdem. Der Hans-Kreislauf, das mag ich. Ja, das ist in der Wirtschaft der Thomas- und Michael-Kreislauf. Das ist mittlerweile ist der Andreas noch mit dazugekommen, mehr Thomasse, Michaele und Andreas in deutschen Ist das eine Vorständen Statistik? gibt. Ja, Okay, als Frauen insgesamt. Also das ist schon, da beschäftigt sich die Albright-Stiftung sehr intensiv mit. Witzig, kannte ich noch nicht. Vielleicht, wir sind ein kleines bisschen ja gerade bei den Themen Social Bubble, hatten wir ja auch unterschiedliche Wahrnehmungen von dem, was da so draußen passiert. Wenn wir mal über das Thema LGBTQ sprechen, also ich lebe, glaube ich, auch in der Social Bubble, also ich habe sehr viele schwule Freunde, ich gehe auf schwule Partys, ich habe überhaupt keine Berührungsängste, ich finde es toll, dass das existiert. Und in meinem Leben ist quasi Ausgrenzung von Leuten, die anders sind, gar kein Problem. Und deswegen entsteht bei mir häufig dann der Gedanke, naja, ist ja irgendwie auch kein Problem. Wenn man nach Russland guckt oder wenn man in verschiedene Länder schaut, nach Thüringen. Ist ein echtes Problem. Ja, zum Beispiel. Also man muss ja gar nicht nach Russland gehen, sondern geht man nach Brandenburg. Ja. Da ist es ein absolutes Problem. Ja. Und das ist so schwierig dann gleichzeitig, wie soll man denn das aufbrechen? Ne? Also die Leute, die in Städten vielleicht leben oder jetzt speziell Berlin leben, die haben das Problem dann wenig und jemand, der woanders lebt, muss da einfach wegziehen. Also ich meine, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Nee, ich glaube, dass einfach gutes Vorleben ist relevant. Ne? Wir leben sicherlich in Berlin hier in einer Bubble, in einer Gesellschaft, wo das in Berlin sehr normal ist. Also ich glaube, wir haben hier relativ wenig Probleme an der Stelle irgendwie, dass sich alle irgendwie gut in die Gesellschaft einbringen können und auch im Unternehmen ihre Erfolge haben können, egal welche Gesinnung, welche Glaubensrichtung, welches Geschlecht man hat. Das mag in anderen Städten und in ländlicheren Regionen teilweise anders sein. Das Wirkungsvollste ist ganz klar, selber anders vorzuleben. In seinem eigenen Unternehmen, in seinem eigenen privaten Umfeld einfach eine hohe Toleranz mitzunehmen. Und ich wohne in Brandenburg, also von daher kann ich genau diesen Skill mitnehmen. Und mir ist es dort auch nicht begegnet, dass es da irgendwie eine Ungleichheit gibt. Aber mir ist natürlich klar, dass es das gesellschaftlich gibt. Und von daher können wir einfach nur unsere eigenen Kinder, unsere Mitarbeiter uns selbst immer wieder dazu bringen, dass wir sagen, lebt das nach vorne und guckt einfach, dass ihr Leute mit reinholt. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wir in dieser Gesellschaft tun können. Und davon möglichst viele Leute anstecken und aufstehen, wenn man merkt, ist es nicht so. Ob das im eigenen Unternehmensumfeld der Fall ist, in der eigenen Nachbarschaft der Fall ist, dass man selber ganz klar sagt, das ist Zero Tolerance, das toleriere ich nicht, dass ich sehen kann, wenn Leute nicht gleich behandelt werden. Ja, und dann eben auch als großes Unternehmen Haltung zu zeigen, Positionen zu beziehen und sich da nicht rauszuhalten. Weil die Zeiten, wo man sich neutral positioniert, die sind lange vorbei und Unternehmen sind dazu verpflichtet, eine Position zu zeigen. Wir waren ein bisschen bei Politik und Amerika vorhin. Der eine Kandidat, der Buttigieg heißt er, glaube ich, der ist ja auch bekannt mit einem Mann zusammen. Und das hat relativ viel Furore gemacht in Amerika, dass er jetzt halt kandidiert hat, obwohl er ja ein Demokrat ist. Und Leute tatsächlich, die auch demokratisch wählten, sind dann zur Wahlurne gegangen, haben sie interviewt und haben sie
die auch darauf hingewiesen haben, gesagt, und wie steht ihr eigentlich dazu? Und die sagen, was? Der ist mit einem Mann zusammen? Ich möchte mein Votum zurückziehen. Irgendwie. Also das ist wirklich von Leuten, die da sagen das vor der Kamera auch. Also völlig unverhohlen. Das ist ja dann quasi das Gegenteil von dem, was wir gerade besprechen, dass man eigentlich Inklusion aussprechen muss. Das ist so tief noch drin in manchen Leuten. Ich verstehe manchmal gar nicht, wo diese Angst herkommt. Also welche Relevanz hat es denn für mich, wie jemand anders sein Leben lebt? Also ist ganz schwer für mich zu verstehen. Und wie wir das verändern sollen, ist auch schwer für mich zu verstehen. Und deswegen ist es ja auch für die Politik so schwierig, damit umzugehen. Und wie kann Politik eigentlich so eine Wirkung haben, dass es solche Leute eben auch verändert? Und also ich finde es auch wahnsinnig schwierig, aber darauf müssen Antworten gefunden werden. Fast immer sind das eigentlich religiöse Wurzeln dann. Ne? Also, und die Religion geht dann in die Kultur über und von da aus entsteht dann das Problem wahrscheinlich in einer Nation. Schwer zu sagen. Also da ist noch viel zu tun, aber werden wir bestimmt gemeinsam hinkriegen. Toi, toi, toi.